Eine Oberlidplastik ist eine der häufig durchgeführtesten Eingriffe der plastischen Chirurgen. Wenn Patienten nach dem Eingriff, der zumeist in örtlicher Betäubung gemacht wird, in den Aufwachraum kommen, wird zunächst einmal gekühlt. Wir empfehlen hierfür, das bekommen auch unsere Patienten, sterile Kompressen, die in kaltes Wasser, in Eiswasser gelegt werden. Diese sterile Kompressen werden dann ausgewunden und kalt auf die Augen gelegt. Der Vorteil von Kompressen ist, dass sich die Kompressen weich dem Auge anpassen können und dadurch die beste Kühlung vornehmen. Das geschieht alles im Aufwachraum, so circa 1 bis 2 Stunden nach dem Eingriff. Die Patienten dürfen dann in Begleitung eines Fahrers oder in Begleitung die Klinik verlassen. Selbst das Auto zu fahren ist nicht so zu empfehlen, nicht weil die Patienten nichts sehen. Es könnte nur sein, dass das Auge schon so zugeschwollen ist, dass es vielleicht schon Einschränkungen im Gesichtsfeld gibt oder wenn doch ein Unfall passiert, dass die Versicherung dann den Schaden nicht übernimmt, sodass wir nach einer Oberlidplastik, egal ob mit oder ohne Dormicum, also mit oder ohne Dämmerschlaf, die Patienten eigentlich nicht fahrtüchtig sind danach. Wann sie wieder fahrtüchtig sind, das sieht der Patient selber. Manche Patienten schwellen überhaupt nicht an oder nur sehr, sehr wenig, sodass sie schon am 2. Tag fahrtüchtig sind. Andere brauchen länger, sodass es bei ihnen vielleicht erst nach 7 Tagen funktioniert. Wenn die Patienten dann den Aufwachraum verlassen haben und zu Hause sind, empfehlen wir weiterhin zu kühlen. Mit leicht erhöhtem Oberkörper und vielleicht wirklich den ersten Tag Ruhe geben. Schmerzen spielen bei einer Oberlidplastik eine untergeordnete Rolle. Die Patienten bekommen zwar Schmerzmittel mit nach Hause, aber die wenigsten haben den Bedarf, Schmerzmittel einzunehmen. Wenn dann die Nacht kommt, sollten die Patienten mit leicht erhöhtem Oberkörper schlafen, sodass die Schwellung am nächsten Tag nicht zu groß wird. Die Patienten sehen wir dann eine Woche nach dem Eingriff zum Fadenzug. Da hat die gröbste Schwellung meistens schon nachgelassen, sodass die Patienten vielleicht noch einen kleinen blauen Fleck haben, aber die Schwellung sollte so sein, dass die Patienten in dem Zeitrahmen auch schon wieder Auto fahren können. Der Fadenzug schmerzt auch nicht und es werden nur Fäden verwendet, die wir wieder ziehen müssen und durchgängig sind. Also es sind keine Beschwerden beim Fadenzug. Danach hat der Patient meistens noch eine Restschwellung zwischen 10 bis 40%. Und diese Schwellung sollte dann zumindest nochmal sich reduzieren um 90%, so 3 Wochen später auch schon weg sein. Bei manchen Patienten kommt es gelegentlich noch morgens nach dem Aufstehen zu einer Schwellung und das kann bis zu einem halben Jahr dauern. Am größten ist die Schwellung tatsächlich die ersten 3 Tage danach. Das sind auch die Tage, wo die größten blauen Flecken entstehen und oft entstehen auch Schwellungen am Unterlid, sodass man ein bisschen wie nach einem Boxkampf aussieht. Ich sage es echt immer so, nach einer Oberlidplastik sieht man aus wie nach einem Boxkampf. Da gilt der Satz 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate schon sehr stark. Nach 3 Tagen sieht man schon ziemlich malträtiert aus. Blaue, geschwollene Augen. Zwischen 3. Tag und 3. Woche kommt man ins komplett normale Leben zurück, sodass Außenstehende kaum mehr den Eingriff erkennen können. Und zwischen 3. Woche und 3. Monat stellt sich das Endergebnis ein. Oberlidplastiken werden bei uns nicht verbunden. Lediglich, um die Naht festzuhalten, werden innen und außen 2 kleine Steri-Strips angebracht, damit sich der Faden nicht löst. Kontaktlinsenträger haben natürlich bei einer Oberlidplastik
etwas mehr Schwierigkeiten, weil sie circa eine Woche die Kontaktlinsen schwer in das Auge rein und raus bekommt und zu starke Manipulationen vermieden werden sollen. Aus meiner Erfahrung ist es aber so, es gibt Patienten, die das schon am ersten Tag wieder reinmachen und sagen, es funktioniert sehr gut, und andere brauchen doch eine Woche bis nach dem Fadenzug. Ja, kühlen bringt die erste Woche auf jeden Fall was, nur nie zu kalt. Es kann nämlich auch sonst zu Unterkühlungen kommen, sondern immer mit diesem schönen Eiswasser und Kompressen auf die Lider auflegen, damit es sich einfach schön ans Auge anpasst. Ist eigentlich, man kann sich sofort schminken, wenn die Fäden gezogen sind. Nur das Problem besteht darin, des Abschminkens, weil die Narbe ist nach 7 Tagen noch nicht reißfest. Und wenn man dann das Make-up wieder entfernen möchte, kommt ja ein Zug auf die Narbe, sodass diese wieder aufgehen kann. Das ist sehr individuell abhängig. In der Regel können alle Patienten nach 3 Wochen wieder jeglichen Sport durchführen. Ich sage aber immer, wenn ein Patient kaum Schwellung hat, keine Beschwerden, dann kann er auch schon mal wieder nach einer Woche Sport machen, wenn er das Gefühl hat, dass die Augen dabei nicht besonders stark anschwellen. Sauna und Solarium ist eine klassische Frage, wann die Patienten das wieder machen können. Sauna ist mit vermehrtem Schwitzen und Schwellneigung verbunden und Solarium ist eine starke UV-Bestrahlung, sodass man da mindestens 4 bis 6 Wochen warten sollte. Wir sehen den Patienten nach einer Oberlidplastik einmal zum Fadenzug. Und dann, falls es Probleme gibt, so oft der Patient will, aber im Prinzip ist ein einziger Termin erforderlich. Ergebnisse nach einer Oberlidplastik, die definitiv das Endergebnis sind, sieht man nach 3 bis 6 Monaten, sodass man keine Restschwellungen mehr hat. Und das Ergebnis hält, wenn man eine richtige Oberlidplastik mit Muskelstraffung und Fettentfernung macht, hält eigentlich schon ein Leben lang. Vielleicht kommt mal so nach 15 Jahren wieder ein bisschen Haut zurück, die man dann entfernen muss, aber in der Regel ist eine Oberlidplastik sehr lange haltbar. Die Narben nach einer Oberlidplastik empfehlen wir erst zu pflegen, wenn sich eine unschöne Narbe bilden sollte. Und dann ist es am besten mit Bepanthen Wund- und Heilsalbe oder Bepanthen Augensalbe noch besser, die Narbe etwas einzumassieren, damit sie einfach schön weich wird und geschmeidig.